Mein Name ist Herbert Sterchi, ich bin 64 Jahre alt. Ich habe an der Hochschule in St. Gallen studiert, ging dann zu Sulzer und habe dort verschiedene Stationen als Finanzchef in Japan, Amerika und in der Schweiz vollführt. Ging dann zu Oracle nach Wien, kam wieder zurück zu PricewaterhouseCoopers, habe dann bei Thomson angefangen und dann wurde ja daraus Thomson Reuters und habe mich dann vor gut 12 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht. Und ich bin dann jetzt seit 12 Jahren bin ich Botschafter für IT und Blockchain Fintech-Firmen für den Kanton Zug. Ja, im Jahre 2013, das war im Sommer, hat mich die Kontaktstelle Wirtschaft Guido Bulgaroni kontaktiert und mir gesagt, dass äh, ein Blockchain-Interessierter da nach Zürich kommt und ob ich Zeit habe, für ihn da einzuspringen und ein Nachttest zu machen mit Johann Gevers. Und ich bin dann dorthin gegangen und dann hat das Ganze eigentlich Fahrt genommen. Ich habe dann für Johann die Firma Monetas gegründet im Dezember 2013. Und der Johann Gevers hat mich dann Ethereum eigentlich vorgestellt. Und dann habe ich Mihai Alisi, Charles Hoskinson, Joe Lubin, Gavin Wood und alle seine Leute sind dann im Februar nach und nach da nach Zug gekommen. Und man kannte es natürlich von Anfang noch überhaupt nicht. Aber es ging dann Zeit vorbei, wo wir ein Ökosystem gemacht haben und viele Leute da mit einbezogen haben und dann sich eine gute Plattform entwickelt hat. Ja, ich würde sagen, war der Local Swiss Director, der eigentlich das Risiko übernommen hat, wie ein Director Risiken übernimmt. Der hat natürlich Pflichten und ich habe gesagt, ich verpflichte mich für das und ich nehme das Risiko. Das war das erste Mal, diese Verantwortung. Das zweite ist eigentlich, ich habe die ganze Firma operationalisiert, sei es Finanzen, HR, was da eben Visa alles dazugehört, das Bankkonto und wie man eine Firma führt, dass man auch den schweizerischen Gesetzgebung Folge leistet. Also man muss Jahresabschlüsse machen, Steuererklärung, man muss die verschiedenen Formulare ausfüllen und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich die Firma operationalisiert, neben dem, dass ich Local Swiss Director war. Ja, das war eine riesen crazy Firma und wenn ich zurückdenke, es hat viel Energie gebraucht, aber ich war da so in einem Schub. Ich habe gesagt, ich will einen Neuanfang. Ich ging in die Selbstständigkeit 2011 und habe dann 2013 diese Chance erhalten. Und ich war natürlich noch absolut offen für alles und habe gesagt, komm, ich versuche es einfach. Viele Leute haben mir gesagt, ja, dass diese IDER, das ist eine Wir-Währung. Das Wir kennst du da bei den Handwerkern und so. Spinnst du eigentlich? Was machst du da? Und deinen Namen da aufs Spiel setzen und so. Aber ich bin heute sehr froh, dass ich das gewagt habe und es getan habe. Es ist natürlich, für mich war es ein Riesenrisiko, als Lokaler da den Winkelried zu spielen. Ich habe mich dann ein bisschen zurückgezogen, als das Ganze lief, kam aber dann wieder herein, eben wie gesagt, weil ich noch andere Firmen hatte. Aber ich darf schon sagen, das erste Jahr habe ich ganz intensiv an dieser Operationalisierung gearbeitet. Ja, es war natürlich lustig, als die Leute da mit ihrem Mobility-Auto im Parkhotel parkiert haben und dann noch einen Strafzettel gekriegt, ging ich da in die Büros und die Leute haben mich gefragt, hast du deine Schulklasse da dabei? Was unterrichtest du? Die haben mich natürlich völlig ausgelacht. Aber ich sagte, ja, ich glaube, die haben etwas Interessantes, habe zwar noch nichts davon verstanden, aber ich war einfach sehr offen, weil ich gerne mit jungen Leuten zusammenarbeite. Und ich habe gesehen, dass es sehr intelligente Leute sind und dass man sie unterstützen musste, da wirklich Fuß zu fassen.
Aber es war alles neu für mich. Und ich hatte dann das White Paper von Vitalik, habe ich mal gelesen, aber ich habe eigentlich gar nichts verstanden. Es ist sehr komplex geschrieben und für einen Laien wahnsinnig schwierig und nach der zweiten Seite bist du eigentlich verloren. Aber ich habe mich dann einfach weitergebildet und mit den Leuten gesprochen und mich so in ein neues Gebiet hineingedacht. Aber am Anfang war das unheimlich schwierig. Das war eine andere Welt, eine andere Industrie. Und für jemanden, der in der konservativen Standardindustrie aufgewachsen ist, war das schon sehr herausfordernd. Also vielleicht das Erste, was wir natürlich machen mussten, ist die ganze steuerliche, rechtliche und Compliance-Situation. Ich habe dann Dr. Samuel Bußmann von MME da mit einbezogen. Ich kannte ihn natürlich vom PwC. Und er hat gesagt, ich habe ihm gesagt, du, da ist etwas ganz Neues, ich weiß nicht, was die machen, aber das tönt spannend. Und er war natürlich sehr offen und hat dann Luca Müller ins Büro reingeholt und der Luca hat gesagt, ja komm, wir schauen uns da das an, wir helfen dir und das hat mich natürlich riesig gefreut, dass die so offen waren und nicht gleich Nein gesagt haben. Und das war dann die rechtliche Schiene. Dann das Zweite ist natürlich die ganze Infrastruktur mit der Wohnung. Sie waren in einem Airbnb in Meyerskappel und sie haben mir dann gesagt, hey, wir müssen rausgehen, was sollen wir tun? Und dann habe ich gesagt, ihr kommt in meine 3,5 Zimmerwohnung am Löwenplatz in Luzern, könnt ihr da wohnen? Und da waren 11 Leute da in meiner kleinen Wohnung am Boden und der eine hat am Sofa hat er programmiert, der eine hat gekocht, der andere hat ein Interview gegeben in meinem Schlafzimmer, der TV-Station LA. Und ja, 2 Wochen waren wir sie bei mir. Und dann mussten wir natürlich schauen, ja, dass auf die Länge ging das natürlich nicht. Und dann konnten wir aber an der Greenbachstraße 55 in Wil ein Haus sichern. Das war natürlich, sind alles Leute, die nicht Schweizer waren. Das war schwierig. Aber zum Glück hatten wir den Herrn Schleiß, der Vater vom Regierungsrat Schleiß, der gesagt hat, ja, ich bin auch offen, ist eben auch ein Zuger, oder? Innovativ. Er hat einfach gesagt, ihr bezahlt mir ein Jahr im Voraus. Und das war dann schon ein Challenge. Da gingen wir zum Niklas Nikolaisen nach Bar, wo der Fabian Hedriger und der Andrei Meitschen waren und die haben da gerechnet und das war sehr industriell, natürlich sehr Start-up und er hat aus dem Tresor, glaube ich, es waren 74.000 Franken, das wir bezahlen mussten. So und jetzt, wie bezahlst du 74.000 Franken ein, oder? Und dann musste ich natürlich auf die verschiedenen Postämter gehen und nach 20.000 war Schluss. Und dann habe ich bei 4 Postämtern das Geld einbezahlt und dann haben wir den Wohnungsschlüssel erhalten. Ja, und dann wurde das ganze Haus eingerichtet mit IT. Da hat Comfox noch geholfen, das weiß ich noch. Und dann wurden die Betten eingerichtet. Wir gingen unzählige Male zu Ikea nach Rothenburg und haben da Möbel gekauft, Decken gekauft und uns da eingerichtet. Und das Fantastische an dieser Greenbachstraße 55 war einfach, dass die Leute auf einem kleinen Raum waren und eigentlich Tag und Nacht nur über Geschäft gesprochen haben. Das Wichtige war noch, wir haben ein großes Whiteboard gekauft, das Whiteboard dort angehängt und da wurden zig Diskussionen geführt. Und ich glaube, das ist der Vorteil, dass die Leute einfach nicht auseinander wohnen, nicht über Teams oder Zoom äh, kommunizieren müssen, sondern war eine 1:1 Diskussion immer und man ist ganz nahe beieinander. Das hat zwar auch natürlich Nachteile mit sich gebracht, dass das sozial natürlich sehr anspruchsvoll war, dass die Leute so eng aufeinander waren. Das Haus war eigentlich für 7 Leute ausgelegt, aber meistens haben es zwischen 11 und 15 Leuten gewohnt und so da wie beim Forrest Gump, da im Haus, da kamen die Leute, Elvis Presley und die Leute gingen wieder und so war es einfach auch an der Greenbachstraße 55 ein ewiges Kommen und Gehen. Und aber die Effizienz, die war unheimlich hoch durch das. Der ICO war noch nicht. Man hat dann angefangen, ja, zuerst
haben wir T-Shirt, ich weiß noch, mussten wir T-Shirt kaufen. Aber die hatten ja nur Bitcoin. Und dann haben sie gesagt, hey, wir bezahlen dir Bitcoin, kannst du das bezahlen? Ich weiß, das war irgendwie 500 Franken. Und sie haben mir dann 2 Bitcoins gegeben. Und wir haben das bezahlt, das waren die T-Shirts. Dann mussten wir das Logo kreieren, die Webpage machen. Und dann das ganz Wichtige der Challenge war natürlich die Visas. Und da hat die Kontaktstelle Wirtschaft uns natürlich sehr geholfen. Sie haben uns begleitet, wie man den Businessplan schreiben muss und dass das auch legal ist, dass man da nicht etwas Krummes dreht. Aber wir haben vor allem am White Paper und am Businessplan haben wir unheimlich viel Zeit verbraten und haben dann die verschiedenen Visas eigentlich beantragt, dass diese Leute da bleiben konnten. Das ist wichtig, oder? Das Visa. Und dann die zweite war die Registrierung in der Gemeinde Baar. Und ich mache heute noch alle Firmen darauf aufmerksam. Also Visa, Registrierung ist wichtig. Und das andere wichtige Ding ist das Bankkonto. Und das Bankkonto war natürlich unheimlich schwierig. Wie können wir da Geld, wir konnten nicht immer Bargeld der Post, dem Vermieter, den Lieferanten bezahlen. Wie kriege ich das hin? Und da weiß ich, da hat Johann noch eine Idee gehabt, da gingen wir zu Postfinance nach Kriens, haben da alle Formulare ausgefüllt und sehe da, wir haben ein Bankkonto gekriegt. Wir haben dann auf die CS geschaut, das haben wir auch gekriegt. Also ich sage dann, später wurde das natürlich dann geschlossen, aber wir konnten sicher das erste Jahr einfach mal Geldüberweisungen tätigen. Und dann, wie es ist, eine Firma ist, da hat man ein Visa und Bankkonto. Für ein Visa braucht man natürlich auch Arbeitsverträge, Sozialversicherungen. Diese wichtigen Sachen haben versucht aufzugleisen. Das war nicht leicht, weil wir einfach auch noch kein Geld, keine Liquidität war da. Das ist typisch beim Start-up. Und haben einfach mal versucht, diese Infrastruktur aufzugleisen. Und dann parallel ging eine große Diskussion natürlich wegen diesem ICO los. Das eine war natürlich das ganze Marketing zu machen, die Webpages zu machen, wo die Leute darauf einzahlen können. Da weiß Mihai Alisi ganz gut Bescheid über das. Dann die ganze technische Komponente natürlich mit Gavin Wood, Charles Hoskinson, wo eigentlich das Ganze geführt hat. Und dann Joe Lubin war absolut crucial. Er hat das meiste finanziert, hat die Pizzas bezahlt, hat das Restaurant bezahlt, wenn man wieder mal essen ging. Wir haben natürlich auch Partys gehabt, da musste man immer wieder ein bisschen schlichten mit den Nachbarn, weil es zu laut wurde. Da haben sie die Fenster vermalt mit ihren Ideen, das musste man auch wieder in Ordnung bringen. Ja, es ist einfach es war wie ein Animal House, aber ein positives, effizientes Animal House, die eine Idee hatten, etwas die Welt zu verändern. Ich weiß noch, als sie gesagt haben, schau mal, wie da Geld reinkommt. Und plötzlich waren es 18 Millionen und da ging die Diskussion los. Ja, wer trägt wie viel bei? Wer macht was? Wen brauchen wir? Wer ist technisch versiert? Weil diejenigen, die technisch versiert sind, die haben das Gefühl, die machen die ganze Arbeit. Marketing ist da nicht so wichtig, Führen ist auch nicht messbar. Und da gingen die ganz großen Diskussionen los. Und da kam es natürlich auch zu großen Konflikten, zu Meinungsverschiedenheiten, die dann, ich weiß, ich war da um Mitternacht einmal da und da haben sie gesagt, wir kommen nicht mehr weiter, wir streiten, wir wissen nicht, wie das aufzuteilen. Ich habe ihnen dann den Vorschlag gemacht, hey, jetzt macht einfach mal das ganze Ding fertig und dann könnt ihr dann streiten, wer wie viel kriegt. Und das war dann 2014. Und dann ging aber das Geld nachher aus, Ende 2014, weil einfach auch der IDER-Kurs, der war natürlich sehr gering. Ich weiß, er war einmal 22 Rappen, dann ging er auf 70 Rappen hoch. Da fehlte natürlich absolut die Liquidität. Und der Bitcoin, der war einmal 1000, da kam Mt. Gox und wie alle Dinge da heißt, das ist eingebrochen. Das war also nicht eine Kryptowinter, das war Eiszeit und dann war plötzlich kein Geld mehr da. Und dann hatte man also diese Leute auf der Payroll. Man hat ihnen dann gesagt, ja, wir bezahlen mit IDER. Aber die haben natürlich gesagt, ja, was IDER ist 20 Rappen oder 70 Rappen wert.
was sollen wir mit dem? Aber dann hat man sich geeinigt und gesagt, ja, wir bezahlen mit IDER. Und dann kam die ganze Reorganisation, dann Ende Jahr hat man reorganisiert, Leute entlassen, Leute gingen wieder in ihre Heimatländer zurück. Und dann wieder wie durch ein Wunder, wo auch niemand weiß, im Januar 2015 ist das Ganze so wahnsinnig gestiegen. Dann war Liquidität überhaupt kein Thema mehr. Aber diese Startup-Phase ist eine wunderbare Phase, eigentlich stressige Sache, aber man erinnert sich unheimlich gerne zurück. Das war wirklich so 12 Monate absoluter Stress, emotional, sozial. Aber alle hatten Freude, etwas Neues aufzubauen. Jetzt im Rückblick ist das natürlich fantastisch. Und das ist vielleicht ein Geschäft aus zig vielen Geschäften, das Erfolg hatte. Und da hat man Freude, das erlebt haben zu dürfen. Und es gibt natürlich viele Startups, wo man das durchlebt, aber natürlich nie so einen Erfolg hat. Also, ja, ist natürlich lustig, als wir zu MMA zuerst kamen, großen Meetingraum. Ich weiß noch, Luca war da am Anfang, dann Sammy Bussmann. Aber Sammy wurde ja dann CFO, er hat sich verabschiedet. Ich habe mich eigentlich dann auch ein bisschen rausgezogen, weil ich andere Projekte hatte und nicht alles auf Ethereum stecken konnte oder auf diese Startups. Aber am Anfang war es schon lustig, da hat man das Essen gekauft, Meetings gemacht. Man hat natürlich auch Angst gehabt, oder? Was sagt man den Banken? Wir waren mit den Banken, haben wir viel gesprochen. Wir haben mit den Compliance Officers gesprochen. Die waren aber auch zum Teil einfach sehr offen und gesagt, oh, warum soll ich so ein Risiko machen für 100.000 Franken, wenn ich Milliarden verliere? Und die waren eigentlich nett und haben uns das gesagt, aber das war ein Challenge. Und das Ganze natürlich dann mit der FINMA. Ja, aber die FINMA, die musste man natürlich zuerst auch kommunizieren, lernen. Man musste sie ausbilden, was man da eigentlich macht. Es war ein riesenlanger Prozess. Es waren ellenlange Meetings. Und was lustig war, vor allem auch da in Meyers Kappel, bei diesen Meetings, man hat das alles aufgezeichnet. Ich habe gehört, man hat vieles rausgeschnitten, gute Szenen rausgeschnitten. Hoffe, dass nicht zu oft der Fall war. Wäre schade, weil diese Start-up Idylle wäre dann nicht mehr festgehalten, aber es wurde eigentlich jedes Meeting wurde festgehalten. Wenn jemand eine Frage gestellt hat, was meinst du Dezentralisierung, was ist Blockchain, was ist Krypto, wie ist Bitcoin entstanden und so weiter, hat jeder einmal ein Referat gemacht und hat man natürlich viel gelernt und diese Botschaften einfach raufgepusht, wie so eine Marketing-Werbebotschaft entsteht. Die entsteht nicht einfach in 5 Minuten, das ist ein Prozess. Und das war eigentlich das Faszinierende, dass sie immer alles aufgenommen haben. Und dass sie dann immer das abgespielt haben und gesagt, hey, was hast du da gesagt, was hast du da gesagt? Und da kam eine Idee nach der anderen. Und das hat mir einfach gezeigt, Innovation ist wichtig, dass man sich damit tief beschäftigt. Aufnahmen helfen, weil dann muss man sich immer wieder reflektieren. Und das Zweite, was schön ist, ist einfach diese enge räumliche Nähe. Und dass man da wie eine Familie einfach zusammen ist und eigentlich im Minutentakt miteinander spricht. Ja, und dann hat man das Umfeld geschaffen und war lustig. Also diese IKEA-Ausflüge, die waren immer lustig. Es ging immer wie diese Fleisch. Bällchen da essen und die Pommes frites, das hat denen immer gefallen. Und das war auch ein Erlebnis, war ein Teambuilding. Heute machen wir in großen Konzernen große Workshops, man fliegt irgendwo hin und Workshops. Wir hatten das einfach da. Wir hatten unsere Workshops in IKEA, wir hatten unsere Workshops, wenn wir spazieren gingen, wenn wir ins Restaurant gingen oder wenn wir zu Hause zusammen gekocht haben oder die ganzen Nächte verbracht haben in Partys. Das waren eigentlich die effizientesten, intensivsten Workshops, die einfach so natürlich stattgefunden haben, wo in einem größeren Betrieben, auch KMUs, einfach immer institutionalisiert und formalisiert wurden. Dort war es einfach spontan und ich glaube heute noch, das war einfach auch ein Rezept für den Erfolg
diese Spontanität. Und man macht nicht ab um 3, sehen wir uns dann. Nein, ich komme morgens um 2 in dein Zimmer und sage, hey, ich habe eine Idee, was meinst du dazu? Da geht man ans Whiteboard und macht es. Und das ist einfach sehr, sehr powerful, so etwas. Das gab natürlich eine Manie, ICO, und dann haben wir uns darauf spezialisiert, wie mache ich Tokenomics, wie mache ich die Liquidität und. Und das war natürlich auch wieder so eine Pioniertätigkeit, wo man ein riesiges Risiko machte, und dann gab es Unsummen von Geld, und ich kannte Firmen, die haben mit 7 Millionen Nieder plötzlich 240 Millionen gehabt, weil der IDER-Kurs so hoch gegangen ist. Und was ich dann beobachtet habe, der Anfang, das Glück, das man eigentlich hatte, einige Firmen haben dann wirklich sehr großen Erfolg gehabt, die kennt man ja. Aber es gab dann viele, viele Firmen, die den Erfolg nicht hatten. Es war zu viel Geld drin, man hat sich gestritten, und die ganze Struktur, einfach Leute, die so schnell zu viel Geld kommen, die geben es dann auch unheimlich aus, oder? Ich kenne, da kaufen sie Mahagonimöbel, Säulen, Marmorsäulen, 2 Ferraris, die da draußen stehen, und es wird Geld gebraucht für eine Yacht irgendwo an der Wall Street, ein Büro, das irgendwie 100.000 Dollar kostet im Monat, und man hat dann wirklich nicht vernünftig Geschäfte getrieben, und das sind dann Leute, die mit so schnell mit so viel Geld in Berührung kommen, haben dann ein bisschen den Halt verloren. Das habe ich sehr, sehr oft gesehen. Und dann kam dann die ganze Gesetzesregelung, weil auch die Gesetzeshüter haben gesagt, hey, das wird auch missbraucht in verschiedenen Gebieten, wo seien es Drogengeschäften und so weiter, Schwarzmärkte, Geldwäscherei. Und da kam die ganze Gesetzgeberei, das wurde dann 2020 wurde das gestrichen. Meiner Meinung nach hat man eine Riesenchance vergeben, dass man das nicht sauber auf die Füße gestellt hat. Jetzt ist der Gesetzgeber, jetzt gibt es wieder sehr große Handschellen, die da einem angezogen werden, und man muss jetzt etwas finden, und es pendelt sich langsam ein, äh, dass das eigentlich gesetzeskonform ist. Ich weiß nur von einer Großbank, der Compliance Officer hat gesagt, weißt du, ein IPO kostet 1 Million und ein ICO vielleicht 50.000, und dann schlussendlich wird sich das annähern. Und ich muss sagen, er hat recht gehabt, mit den Regulierungen und allem ist es einfach auch teurer geworden, und man hat eben diese Chance eigentlich leider vergeben. Ja. Ja, also Crypto Valley, also ich sage es so, wie ich es erlebt habe. Ich glaube, ich war sehr hautnah dran. Also der Mihai Alisi, da waren wir auch in einer Bar, der hat von Crypto Valley gesprochen. Der Johann hat dann zu Hause den Trademark gemacht, das wird das sichern. Und dann weiß ich, hat auch wieder Guido Bulgaroni von der Kontaktstelle Wirtschaft, und natürlich auch mit Beat Bachmann und Bernhard Neidhardt. Bernhard Neidhardt musste ja das Ganze absegnen, oder? Also er war ganz klar der Verantwortliche auch hinten dran, der das auch unterstützt hat. Und da waren wir an einem Tisch, etwa 6 Leute. Ich glaube, Oliver Bussmann war da, dann eben von Thomson Reuters, der Johann war da. Da haben wir gesagt, ja komm, wir machen da Crypto Valley. Wer wird der Präsident? Ja, ich habe keine Zeit, machst du. Und so ist das eigentlich aufgekommen. Und hat man Crypto Valley gemacht, und dann hat das den Lauf der Dinge gemacht. Und dann mit der Stadt Zug, da weiß ich, das war der Marcel Grepper, habe ich jetzt gerade wieder gesehen, das ist ja der Finanzchef da. Ich kenne ihn von der Hochschule St. Gallen, hat mir gesagt, du, wir wollen da für Bitcoin annehmen, da kannst du da ein paar Leute einladen. Und das ist das Schöne, man kann den Leuten anrufen, da war Luca Müller, Johann Gevers, der Mihai Alisi kam, noch 2, 3 andere. Dann haben wir uns da am Kohlenplatz in diesem schönen Dachzimmer getroffen, mit Holz ausgekleidet, ganz toll. Und das ist auch so verrückt, dieser Herr Müller, der hat das sehr gut moderiert. Jeder kam zum Wort, hat gesagt, komm, wir machen das, fertig, Schluss. Und das war auch so wieder eine so Pioniertat, hat sich das angehört, man hat das analysiert und eingeführt. Diese Machermentalität.
Und das sieht man ja auch beim Gianni Bomio in seinem Buch, wie er das beschreibt, wie das einfach, man hat es angeschaut, können wir es riskieren, ist es legal und dann wird es einfach mal gemacht. Und das hat dann einfach der Lauf der Dinge gemacht. Und da kamen dann Leute wie Ralf Glabischnik, Marco Bumbacher, Matthias Ruch, die haben natürlich das Ganze dann auf eine ganz andere Ebene noch gebracht. Und auch mit Dubai jetzt, das hat das unheimlich mitgemacht. Und mich persönlich, jetzt sehe ich mich mehr im Start-up-Bereich und dann den ganzen Ausbau haben dann andere Leute gemacht.